Ich habe es mir angewöhnt, die Stirnlampe immer zu tragen zum Arbeiten, weil ich praktisch, und egal bei was für einer Arbeit, immer perfekte Lichtbedingungen habe. Also was mir so allgemein geholfen hat in der Vergangenheit, so ein bisschen zum Skizzieren zu finden, ist, ich hatte eher so einen künstlerischen Zweig in meiner schulischen Laufbahn eingeschlagen und bin halt sehr stark in diese Kunsthistorie, Geschichte und Zeichentechniken und so weiter eingestiegen. Florian Meigel mein Name, ich bin 23 Jahre alt. Also meine Leidenschaft für das Handwerk, speziell fürs Holzhandwerk, habe ich bereits im Kindesalter entwickelt. Meine Eltern hatten einen Erziehungsstil, der wo sehr viel Freiraum ließ, und darüber bin ich sehr glücklich. Bei uns im Gewerk muss man einen Tag lang ein Werkstück fertigen, um seinen Gesellentitel zu erlangen, und das eben entsprechend gut bis sehr gut. Und über dieses Werkstück, das ich dann damals am besten angefertigt habe, habe ich mich für einen Wettkampf qualifiziert, über den ich mich über mehrere Ebenen bis auf Deutschlands Ebene gegen andere gerade so ausgebildete Schreinergesellen beweisen durfte. Und war dann 2017 deutscher Meister. Und mit diesem deutschen Meistertitel im Berufsleistungswettbewerb, wie sich das nennt, habe ich mich auf die WorldSkills in Kasan, Russland 2019 qualifiziert, bei denen ich angetreten bin als Bauschreiner und Deutschland vertreten habe. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich gerade das gefunden habe, was mir liegt, nämlich das Holzhandwerk, und das wollte ich dann bis in Exzess perfektionieren. Und da entstand dann halt eine Detailliebe, weil ich sage, dieses kleine Detail, das nehme ich jetzt noch mit und erhalte dafür ein kurzes Schmunzeln oder ein Lächeln oder irgendwas. Ich habe selten oder eigentlich noch nie einen Schreiner oder einen jungen Kollegen erlebt, der so stringent, konstruktiv denkt, der dran denkt, wie setze ich das danach um. Also das ist schon was Einzigartiges bei ihm. Kurz nach der WM habe ich mich bereit erklärt und habe gesagt, ja, ich würde dieses Produkt gern testen, und habe dann meinen Weg zur Origin gefunden und habe die dann sehr lange mit schrägen Blicken beäugt, bis ich irgendwann einmal so ebenfalls wieder so einen Funken hatte und das Potenzial erkannte, und habe dann halt angefangen, Projekte zu fertigen mit dieser Maschine, die wo meinen Vorstellungen entsprachen von gutem Design und Ähnliches. Und das hat mich dann zu einem Punkt gebracht, wo ich dann hier mal zu Shaper eingeladen wurde, ob ich nicht für einige Zeit live und vor Ort in Vollzeit diese Maschine testen will. Der Aufenthalt, die Residence bei Shaper 2 Monate dauern, und mein Tagesablauf wird voll und ganz meinen Projekten gewidmet sein. Ich werde Zeit damit verbringen, zu entwerfen, gestalten und doch hoffentlich die meiste Zeit in der Werkstatt verbringen und diese Projekte umsetzen. Und da kommt halt der Part, wo halt die Origin praktisch eigentlich essentiell wurde, weil nicht nur wäre das von Hand nahezu unmöglich, und vor allem ich konnte jetzt halt zum einen in der vertikalen Bearbeitung diese Taschen ausarbeiten und zum anderen konnte ich mir das relativ schnell in einer 45-Grad-Schablone montieren und habe dann über diese Gärungskante erneut wieder eine horizontale Fläche, wo ich meine Bearbeitung setzen kann. Und insofern war halt das mit der Origin optimal zu fertigen. Ich habe das Gefühl, dass das recht gut harmonisiert, wenn wirklich ein sehr kritischer Anwender dieselben Räume teilt wie das Shaper-Team selber. Aber irgendwo sehe ich da auch dann diese Chance des Gegenspiels, dass ich wirklich meine Projekte fertigen darf. Und im Gegenzug müssen sie meine Probleme und Kritiken ertragen.
Ich schätze das sehr, dass ich hier sein darf, weil ich das Gefühl habe, dass mir endlich diese Zeit gegeben wird, voll und ganz mich auf meine Projekte zu konzentrieren und dass ich die mit sämtlichen Mitteln, die wo ich wirklich brauche, die wo mir sonst verwehrt waren, was ich bereits ebenfalls gefertigt habe mit der Origin, sind sehr außergewöhnliche Verbindungstypen, neue Interpretationen von bereits dagewesenen Verbindungen bzw. ganz neue Verbindungen, die wo von Hand vielleicht gar nicht mehr umsetzbar sind bzw. mehr experimentell sind. Dabei geht es um Gestellkonstruktionen, Eckverbindungen, Längsholzverbindungen in einem Stil, wie sie nur die Origin meiner Meinung nach erlaubt. Mache ich mir eben diesen Faktor der Origin zu nutzen, dass diese eben hochkomplexe Formen fräsen kann und setze diese mehr oder weniger zusammen und forme dann mit anderen Maschinen in Kombination sehr komplexe Formen. Man sieht halt irgendwo das große Potenzial von der Origin. Also effektiv bewegt sie ja auf 2 Achsen, X, Y. Oder diese Achsen kann ich wirklich effektiv für meine Projekte nutzen. Und im Endeffekt haben wir jetzt halt nichts anderes gemacht, über diese 2-Achs-Steuerung uns diese Formschablone zu fertigen, das Furnierform zu verleiben und dann auch ebenfalls über reine 2-Achs-Steuerung mit fester Z-Achse diese Top-Kontur abzufahren. Was halt dann außergewöhnlich ist, dass man ab der Hälfte der Materialstärke ein Offset nach innen verlegt und dann die untere Materialstärke ein Offset nach außen legt. Und am Ende entsteht halt ein geschwungenes Element bzw. allgemein ein Objekt, bei dem es halt nicht wirklich offensichtlich ist von vornherein, dass es mit der Origin gefertigt ist. Aber in Wirklichkeit ist es halt die reine Origin-Bearbeitung. Was ich bis jetzt hier gelernt habe, für mich persönlich mitgenommen habe, ist etwas, was mir tatsächlich sehr fehlt. Und zwar ist es eine gewisse soziale Komponente. Und was ich hier bei Shaper entdeckt habe, ist, dass es doch passieren kann, dass alle Mitarbeiter wirklich Freude an dem haben, was sie machen. Man kommt hier rein, das ist eine familiäre Umgebung und man lernt irgendwie auf einmal aus dieser Introversion zu entweichen und sich doch selbst zu öffnen. Wobei man da irgendwie dann vorher gehindert war durch das Gesamtumfeld. Wie ich meine Projekte angehe, ist eigentlich sehr spontan und zufällig. Aber was ich versuche, immer diese zufälligen, schnellen Gedanken eigentlich so schnell wie möglich festzuhalten. Aber was eigentlich viel wichtiger für mich war es irgendwann zu lernen, so ein bisschen skizzieren zu können, weil das mir eben erlaubt hat, diesen flüchtigen, schnellen Gedanken möglichst schnell zum Papier zu bringen. Man sagt also, Papier ist geduldig, also dieses Papier nimmt diese Information sehr schnell auf und behält diese Information auch und wird die auch in Jahren noch behalten. Aber was halt ich damit mache, das ist halt wieder eine ganz andere Sache. Und was ich dann sehr schätze, ist eine Möglichkeit, eben das, was ich gezeichnet habe, so schnell wie möglich irgendwie umzusetzen, bevor ich sage, das wird sowieso, das ist ein unmögliches Ding, das kann ich nicht fertigen. Was ich sehr ungern mache, ist Dinge, die wo nur mir selber zugutekommen, sondern ich mache immer gern irgendwas, wo mehrere davon profitieren können. Und ich hoffe doch sehr, dass ich irgendwann genug selber mit mir im Reinen bin, dass ich das eben weitergeben kann und irgendwo andere damit bereichern kann. Okay. Das heißt, ich will furchtbar gern mit Lehrlingen und heranwachsenden Handwerkern arbeiten. Nicht zwingend nur beibringen, sondern wirklich mit denen zusammenarbeiten und eventuell neue Eindrücke bekommen. Sobald ich dieses Designstudium abgeschlossen habe, habe ich es mir fest zum Ziel gesetzt, Einrichtung zu arbeiten für Schwerbehinderte und da mein Wissen weiterzugeben. Sondern ich will da mal irgendwas mit meinem Wissen machen, wo ich denke, da ist mehr Mehrwert dahinter. So, was ich hier sehr vermissen werde, wenn ihr dann wieder in die Schule einsteigt, ist wirklich die Möglichkeit, rund um die Uhr zu arbeiten, ohne das Gefühl haben, dass es Arbeit ist und dass ich das machen muss. Was Arbeit um einiges produktiver und schöner macht, wenn man merkt, dass es eigentlich keine Arbeit ist,
sondern dass es was ist, was man gern macht, aber trotzdem im Sinne der Arbeit produktiv und vorantreibend ist.